Moin Leute, willkommen im Bruderland. Es ist jetzt fast eine Woche rum und ich habe das Google Pixel Tablet, das ihr auch hier sehen könnt, jetzt sehr intensiv getestet und als Daily Driver durchgehend im Einsatz gehabt. Und das wird jetzt einfach mal wieder so ein Labervideo, und wo ich euch einfach mal ein bisschen was erzähle, was mir so aufgefallen ist und ob ich für mich die Frage klären konnte, ob ich das iPad Pro jetzt endlich verkaufen kann oder nicht, weil wie gesagt, ich bin ja eigentlich damit beschäftigt, hier dieses iPad Pro endlich loszuwerden, damit ich mein letztes Apple-Gerät aus meinem Haushalt loswerde. Aber das ist immer noch das iPad Pro 2020, 11 Zoll. Das ist für mich immer noch ein super Gerät und es macht genau das, was ich benötige. Und unter dem Gesichtspunkt ist das quasi die Messlatte, an der sich das Google Pixel Tablet messen lassen muss. Ich sage auch bewusst, das Ding muss sich nicht mit einem iPad Pro der neuesten Generation vergleichen, weil das Ding kostet automatisch 400 € mehr. Und hier sind wir in der Preisklasse zwischen dem aktuellen iPad und dem iPad Air, so dazwischen. Ne? Also nur damit man mal hier über die Vergleiche sauber reden kann. Ich fange vielleicht einfach mal an mit dem offensichtlichsten, und das ist das Thema Verarbeitung und Qualität. Und wenn man sich dieses Ding hier anschaut, anfangs hatte ich ja so ein bisschen das Gefühl, so, ja, das kommt mir sehr plastikartig vor. Aber das ist ja hier recyceltes Aluminium oder sowas. Und insofern, das fühlt sich mit der Zeit dann durchaus recht smooth und hochwertig an, auch wenn das jetzt hier so den Plastiklook hat. Ihr seht es vielleicht hier schon, Dreck kommt hier bei dieser Oberfläche dann doch relativ schnell dran und Flecken und sowas. Aber ansonsten fühlt sich das alles recht hochwertig an. Das ist durchaus vergleichbar auch mit den aktuellen Samsung Galaxy Tabs oder mit den iPads, und da muss sich das Pixel definitiv nicht verstecken. Ein Thema, was ja immer wieder bemängelt wurde, war ja das Display. Und ich rede jetzt gar nicht mal über die Display-Ränder. Die sind jetzt in meinen Augen nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Die sind gerade so angenehm, wie man das fürs Tablet nutzt, ohne dass man da jetzt mit dem Finger ständig irgendwie aufs Display kommt. Insofern, da sage ich jetzt gar nichts zu. Die Auflösung ist in meinen Augen auch noch vollkommen in Ordnung. Wo ich eher ein Problem sehe, ist für mich die Helligkeit. Hier so im Büro, im Dunkeln, überhaupt kein Ding. Da merkt man diese 500 Nits nicht, da werden die auch nicht ausgelastet. Aber wenn ich mit dem Ding im Garten sitze und über meinen Kindle meine Bücher lesen möchte, dann kommt das Ding schnell an seine Grenzen und dann wird es unangenehm. Also man kann es immer noch lesen, aber es ist nicht, wie man sich das vorstellen würde. Da merke ich schon, da wurde ein bisschen vielleicht zu viel gespart. Da hätte man dem Ding noch vielleicht ein paar mehr Nits für den Außenbereich geben können. Vielleicht beabsichtigt Google ja auch gar nicht, dass man das Ding im Außenbereich benutzt, weil man soll es hier, glaube ich, immer gefühlt in der Nähe von seinem Dock nutzen. Eine Sache, die aber definitiv ein No-Go ist, gerade für ein Gerät, das 680 € kostet oder 680 oder mehr kostet, ist dieses 60 Hertz Display. Und ich sage auch weiterhin, ich glaube, wenn ihr es nicht anders gewohnt seid, dann werdet ihr keinen Unterschied merken. Aber wenn ihr mal mit einem 90 Hertz Display, mit einem 120 Hertz Display, iPad Pro gearbeitet habt, dann merkt man das. Und selbst meine Kinder haben das gemerkt und haben gesagt, Papa, warum sieht das so komisch aus? Das ist leider auch wirklich so. Beim Lesen auf einem Kindle oder auf einer Homepage, da merkt man es nicht. Aber wenn man anfängt zu scrollen, Bewegungen macht und dies und das, durch die Twitter-Timeline geht, dann merkt man das schon. Ist es jetzt schlimm? Eigentlich nicht, aber man merkt dann doch den Unterschied, wie smooth es sein kann auf anderen Geräten und wie schlecht es dann halt hier ist. Das sind halt dann doch 60 Hertz oder 120 Hertz und irgendwie merkt man das dann doch. Und wie gesagt, in der Preisklasse, über die wir hier reden, 680 € plus, da sollte das drin sein. Es gibt günstigere Tablets, die haben auch schon 90 Hertz oder mehr. Und das verstehe ich halt einfach nicht, warum man hier Abstriche gemacht hat und quasi das allein schon als Angriffspunkt klar gemacht hat für die ganzen Flamer da draußen. Also, sorry Google, aber das geht gar nicht. Worüber auch sich ein bisschen beschwert wurde, war die Thematik, dass ja bald das Pixel 8 rauskommen soll mit dem Tensor 3 sozusagen, mit der neuesten Generation, und man hier aber noch die veraltete Tensor 2. Generation verbaut hat.
Ist das im Alltag ein Problem? Nee. Also die Power ist natürlich von den Benchmarks her, ne, nicht unter den Top 3 oder Top 5 oder irgend sowas. Ne? Aber für den Normalo da draußen werdet ihr da überhaupt keinen Unterschied mehr. Also insofern performancemäßig vollkommen ausreichend. Kann man natürlich drüber streiten, ne, ob man jetzt für diesen Preis, den man hier aufruft, nicht gleich die neuere Generation bekommen sollte. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich sage noch mal kurz was zu den Kameras. Hier sind ja 2 Kameras vorne und hinten drauf. Anders als zum Beispiel bei einem iPad Pro, ne, wo diese Kameras durchaus mit den aktuellen iPhone-Kameras vergleichbar sind, je nachdem, was für eine Generation man hat, ist es hier, das hat mit den Pixel-Kameras überhaupt nichts zu tun. Ne? Also ist es jetzt nicht so, dass ihr jetzt hier einen Pixel drin habt und quasi die Kameras genauso vollwertig nutzen könnt. Nee, also ich blende euch jetzt mal die ganze Zeit schon irgendein Videomaterial ein. Das ist dafür geeignet, wenn ihr Videotelefonie macht oder sowas. Dafür ist es noch in Ordnung. Also es ist eine grützige Webcam, sage ich mal. Aber mehr ist es nicht. Ihr werdet vielleicht auch noch ein paar Dokumente damit einscannen können. Das geht auch noch in Ordnung. Aber ihr erwartet damit nicht, dass ihr euren Urlaub damit aufnehmt oder sonst irgendwas. Also ja, nee, das war nichts googeln. Ein weiteres Thema sind die Lautsprecher. Und hier haben wir die Besonderheit, wir haben ja das Pixel-Tablet und wir haben aber auch noch dieses Dock, was man für 150 € nochmal separat kaufen kann, falls man das irgendwie an 2 verschiedenen Stellen haben will. Aber die Lautsprecher, die hier verbaut sind, die sind, anfangs hatte ich ja so ein eher komisches Gefühl, aber die sind eigentlich ganz gut. Ich habe schon sehr viel schlechtere gehört, ich habe aber auch schon bessere gehört. Und wenn ich das so im Vergleich mit meinem iPad Pro, finde ich, ist es da immer noch, obwohl das Gerät ein paar Jahre alt ist, immer noch ein bisschen satter, ein bisschen voller. Vielleicht liegt es auch einfach, sage ich mal, an der Dicke, ne, dass das Ding halt so dünn ist, dass dann halt nicht mehr so viel Bums rauskommen kann. Aber der Ton an sich ist klar und nutzbar. Das Einzige, was mich hier ein bisschen verwundert hat, wenn man das Ding in den Dock-Modus nimmt, ja, und der Dock- oder der Hub-Modus aktiviert, dann kommt ja prinzipiell der Sound aus der Box, aber irgendwie nicht mehr aus den Lautsprechern. Also da hätte ich nämlich erwartet, dass man das irgendwie so koppelt und quasi ja das Beste von beiden nimmt. Ja, dass dann quasi nur noch die Basis das nochmal verstärkt oder für mehr Bass sorgt oder sonst was. Warum da jetzt die Lautsprecher irgendwie deaktiviert sind, ich weiß es nicht. Aber damit vergibt man sehr viel Potenzial. Aber wie gesagt, so im Alltag, wenn ich so auf der Couch liege, da muss man halt nur schauen, dass man nicht komplett alle Lautsprecher zuhält. Aber so ist es vollkommen in Ordnung und dieser sind die Lautsprecher definitiv Lautsprecher bei Tablets der besseren Art und Weise. So, kommen wir vielleicht zu dem Thema, wo viele Leute sagen, ja, das ist die Paradedisziplin von Google, das ist natürlich die Software. Und da muss ich sagen, die Software als solche, da ist jetzt nicht viel Bloatware drauf. Da sind die ganzen Google-Apps drauf, wie man sie kennt, Google Maps, YouTube Musik und so. Sonst ist da ja nichts Großartiges drauf. Was ja schon mal schön smooth ist, das ist alles schön sauber. Und wenn ihr in die Einstellungen geht und ein Pixel-Zeichen hattet, dann erinnert euch dieses Menü 1:1 an euer Pixel-Gerät und sowas und ist entsprechend aufgebaut. Das Einzige, was hier neu ist, ist dann quasi hier der Hub-Modus. Ja? Ansonsten funktioniert das alles wunderbar, aktuelle Android-Version und die Performance für die ganzen Apps ist vollkommen ausreichend. Was mich aber ein bisschen stört, ist, dass ich leider immer wieder Apps erwische, die einfach so überhaupt nicht optimiert sind. Also bestes Beispiel, ich mache die Twitter-App auf und dann sehe ich sowas. Ja, natürlich kann ich das im Porträtmodus hier so machen oder sowas, ne? Dann wäre es wieder groß, aber die meisten Leute nutzen ja ihr Tablet so und da verstehe ich nicht, warum das dann nicht optimiert ist oder so und warum man da nicht irgendwas anderes mitmachen kann. Also wird mir nicht bewusst, vor allem, weil das ja die Paradedisziplin sein soll. Also ich bin einfach sprachlos und das zieht sich durch bei diversen Apps, die ich gesehen habe und das verstehe ich einfach nicht, warum man diesen Schritt gegangen ist. So, kommen wir vielleicht zu der Besonderheit des Hub-Modus. Und das ist ja das, was ja ganz groß angepriesen wurde mit diesem Ladedock, das dabei ist. Und das dann quasi das Pixel-Tablet, ne, quasi in einen Nest-Hub umgewandelt wird und so weiter. Und da muss ich sagen, das Dock als solches ist mir zu leicht, weil das hat einfach die Tatsache, das verrutscht
das kann umfallen oder sonst was. Ne? Die Magneten sind so stark, dass das Dock quasi mit hochgehoben wird und man dann doch irgendwie etwas komischer das Display abziehen muss, damit man rankommt. Da hätte ich mir vielleicht eher so einen Dock der Größenordnung von den Nest Hub Max erwartet, wo ich sagen würde, okay, danach habe ich auch einen richtigen Bums dahinter oder sowas. Aber das ist hier nicht der Fall. Und vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen bei meinem letzten Video zum Vergleichen Google Nest Hub und Pixel Tablet. Dieser Hub-Modus, der kommt mir halt auch so basic vor. Man kann ja da gefühlt nichts machen, außer ein paar digitalen Bilderrahmen hier einbinden und irgendwie ein bisschen Smart Home, mehr aber auch nicht. Und da hätte ich jetzt einfach mehr erwartet. Ne? Das ist mindestens auf dem Niveau von einem Google Nest Hub oder Nest Hub Max ist, wo man so die verschiedenen Widgets hat, die man benutzen kann. Und vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man hier noch andere Funktionen einbinden kann, direkt von den Apps, die installiert sind. Also das ist halt einfach so lieblos, würde ich jetzt mal sagen. Und da hätte ich einfach mehr erwartet. Und gerade mit diesem Dock, wie gesagt, ja, erste Generation, aber das ist in meinen Augen nicht so ganz durchdacht. Das Ding ist einfach nicht stabil genug und zu leicht, dass man es dann doch irgendwie verschieben, umfallen kann, lassen kann und sonst was. Oder dass es vom Nachttisch fällt. Ja, nee, das ist auch für mich das einzige USP, wo ich sage. Ne? Und auch dieses Laden finde ich ja super. Ne? Also man ist zu Hause im Bett und dann ist man fertig, dann dockt man das an und dann lädt das Gerät auch. Das finde ich super, das funktioniert auch. Aber das war es dann aber auch schon. Und das ist ein bisschen enttäuschend, gerade wie gesagt, unter dem Gesichtspunkt, wir reden über 680 € plus. Eine Sache, die mich positiv überrascht hat, ist der Fingerabdruckscanner. Und der Fingerabdruckscanner ist ja hier oben quasi auf der Power-Taste drauf. Und anfangs fand ich ihn ein bisschen unhandlich. Ne? Sieht man ja vielleicht hier so, ne? Komme ich denn da richtig dran? Aber nachdem ich jetzt die Pixel der letzten Generation genutzt habe, mit diesem In-Display-Fingerabdruckscanner, ist es in meinen Augen mal ein Fingerabdruckscanner, der schnell und zuverlässig funktioniert. Also insofern, ja, das ist in Ordnung, ist eine schöne Alternative. Jetzt muss es natürlich nur noch diese ganzen Sicherheitsfeature geben, dass man das Ding auch für Online-Banking und Co. nutzen kann. Aber das ist, der Fingerabdruckscanner ist, wie gesagt, definitiv einer der besseren Art und Weise. So, ein letztes Ding, das ich ansprechen will und was ich sehr angenehm finde, ist, wenn ihr das Ding entsperren wollt. Und dann seht ihr es hier vielleicht schon, man kann hier Multi-User installieren. Und das ist eine Sache, das auch heute ein iPad immer noch nicht kann. Und Apple will das einfach nicht machen. Aber hier kann man problemlos mehrere User hinterlegen und dann quasi das Tablet mit mehreren Usern teilen, die alle ihr eigenes Profil haben. Finde ich super und ich hoffe, das setzt sich auch langfristig bei allen Tablets durch. Und das macht die Sache durchaus für Familien attraktiver, dass dann jeder sein eigenes Profil und seine eigenen Apps und so weiter hat. Jetzt sind wir fertig mit meinem Palaver. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon gesprochen habe. Für mich ist einfach jetzt nur die Frage, behalte ich das Ding oder behalte ich das Ding nicht? Und der entscheidende Faktor für mich war, dass ich meine Videos hier drauf auch schneiden wollte. Also wenn ich mal unterwegs bin, möchte ich darauf mein Video-Footage laden und das Ding dann zum Bearbeiten der Videos nutzen. Und ich habe jetzt hier Sony-Kameras und sowas und da tut sich dieses Ding hier sehr schwierig und was die Verarbeitung des Videomaterials angeht, zusammen mit meinen Ninja-Monitoren und sowas. Und LumaFusion läuft hier auch nicht so, wie das auf dem iPad unter iOS ist. Und vielleicht liegt es einfach primär an der aktuellen LumaFusion-Version, vielleicht ändert sich das in der Zukunft. Aber für mich ist es dann momentan einfach eine Sache, wo ich sage, nee, das Ding kann leider nicht mein iPad ersetzen, weil es leider in fast allen Belangen ist es einfach schlechter, ja, und macht weniger. Und ja, da draußen wird es Leute geben, die sagen, nein, ich finde das Pixel hat was Besonderes und was Schönes. Ich vergleiche einfach nackt die Features und da stinkt das leider einfach bei zu vielen Sachen ab. Nicht falsch verstehen, das Ding ist nicht schlecht, ja. Und gerade wenn ihr das als Konsum-Tablet nutzen wollt, ja, mit minimal ein bisschen E-Mail lesen oder sowas, dann ist es okay. Aber sobald ihr mehr machen wollt, es gibt keinen Stylus aktuell dafür, auch obwohl es einen Stylus-Support gibt. Es gibt keine gescheiten Cases dafür. Ja? Also das Ding mobil mitzunehmen wird schon schwierig, weil ihr keine gescheiten Hüllen dafür bekommt. Ja? Und geschweige denn irgendwelche Cases mit Keyboards gibt es auch noch nicht. Das impliziert für mich ja auch schon, damit soll nicht gearbeitet werden. Und dafür ist es dann einfach zu teuer.
Und dann könnt ihr für dasselbe Geld euch einfach irgendwie ein 2 oder 3 Jahre altes iPad Pro kaufen und dann habt ihr mehr davon. Ne? Weil dann könnt ihr eure Cases drauf machen, ihr habt eure Keyboard-Cases, ihr habt den Stylus-Support und so weiter und dann könnt ihr habt auch eine Arbeitsmaschine, mit der ihr Videoschnitt machen könnt. Und das fehlt mir hier leider und deswegen wird das Ding auch einfach wieder zurückgehen. Und ich hoffe, Google bleibt bei dem Ding trotzdem dran und dass wir noch zukünftige Generationen von dem Pixel Tablet sehen werden. 200 € günstiger könnte ich dafür einen Verwendungszweck finden. Ne? Weil dann sind wir nämlich auf dem Preisniveau so von dem iPad und damit, also mit dem Basis-iPad und damit kann es sich durchaus vergleichen. Ja? Aber iPad Air, iPad Pro, da ist dann Schluss. Ne? Also jetzt habe ich aber auch genug gelabert und schreibt mir mal, ob ihr mit eurem Pixel-Tablet zufrieden seid und was das Feature ist, was ihr daran so toll findet. Oder ob ihr noch plant, euch ein Pixel-Tablet zu holen. Wie gesagt, ich schicke jetzt meins zurück und damit ist das Kapitel für mich jetzt erstmal geschlossen. Falls ihr bis jetzt dran geblieben seid, Hashtag Techniktanke, weil wir machen nämlich demnächst auch mal wieder einen Podcast, wo wir bestimmt auch über das Pixel-Tablet sprechen werden. Und damit bin ich jetzt aber wirklich fertig. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.